Dann untersuchen wir noch schnell die Kugel. Die Kugel ist beim Aufprall aufgepilzt. Nun sieht sie eher wie ein ausgefallener Jackenknopf aus, statt wie etwas, das Haut, Fleisch und Knochen durchdringen könnte. The bullet is safely sealed away in a plastic bag bearing the RCM stamp. Kim has filled out the label on the bag with the item number, case number, and date and location the bullet was found. Beside his orderly handwriting, the bullet looks especially sad, like a tiny, shriveled head of cauliflower. Was mache ich bloß mit dir, Kugel? What? Ich sagte, was mache ich bloß mit dir, Kugel? Well, if I was the bullet, which I'm not, I would say, find the weapon that shot me. Gute Idee. If we find who owns it, we will have likely found who used it, possibly to kill our victim. In conclusion, the more we know about this bullet of yours, the better. Ich betaste die Kugel durch den Beutel hindurch. The squashed bullet has some sharp edges where the jacket has split open. It feels cold, even through the bag. Ich inspiziere die Kugel genauer. The jacket of the bullet is made of a yellowish metal. It has blossomed out to reveal a dark grey core. The base of the bullet is close to 5 millimeters in diameter. Ich sehe mir den Mantel an. You can just about make out a few striations near the base of the bullet. Little hairlines, linear. It feels standard. Und der Kern? It's quite destroyed. Some of the fragments are still lodged in the wound. What can you say about the bullet so far? Es handelt sich um ein Mantelgeschoss mit einem Durchmesser von fast 5 mm. A jacketed bullet. Okay. It would have been shot from a military-grade breech-loading rifle, not from a muzzleloader, like those typically found on the streets of Martinez. Okay, war es vielleicht die eigene Waffe des Toten? Even the RCM uses ordinary unjacketed conical bullets. This is strange. Very strange. I like this, officer. Strange means unique. Unique means incriminating. We need to find the gun that shot it. Something tells you that won't be anytime soon. Ah, This'll have to be one of those epic tasks that's open for a while. alles klar. Das können wir mal versuchen. Oh, +4, weil wir ein ähnliches Gewehr zur Hand haben. Aber das ist jetzt nicht tatsächlich die Waffe, die wir gefunden haben, oder? Das wäre ja ganz schön krass irgendwie. Wir versuchen das einmal. You can't remember what schade. happened last week. What makes you think you're going to remember arcane firearm models? Na gut, versuchen wir es später nochmal, würde ich sagen. Auge-Hand-Koordination. Wir haben noch nicht genug Punkte. So oder so. Finde die Mordwaffe. Okay, das müssen wir also auf jeden Fall noch schaffen. Gut, gut. Haben wir jetzt eigentlich die Magnete auch? Nee. Die haben wir nicht. Klar. Gut, dann hatten wir die Eismaschine. Hier. This orange machine is buzzing like an old submarine. It has a hand-cranked ice cream churner on top and an electric freezer that appears to be frozen shut. Wird es aber schwierig. Drehe die Eiskurbel. Turning the crank feels oddly satisfying, like stirring your childhood dreams. In the distance, you hear water dripping. It's all gone now. You'll never become a poet or an entrepreneur. What better to assuage the creeping sense of failure than some frozen fat and sugar? Ich versuche, den Deckel aufzubrechen. You slip your fingers under the frozen lid, but the ice is too cold for you to get a good grip. A pry bar would come in handy here.
No, Wir haben eine. this is going to need something else. Some kind of super pry bar. Don't even try to open it with a regular pry bar. Sind Sie You're ernsthaft? just wasting your time. Ernsthaft? If you want to try again, then you need to have the pry bar in your hand, detective. Okay. Equip the pry bar by Ja, ja. going to the Tools tab in your inventory. Ich weiß schon. Aber dann wird die ja wohl kaum reichen, oder? Dann packen wir das mal dahin. This orange machine is buzzing like an old submarine. It has a hand-cranked ice cream churner on top and an electric freezer that appears to be frozen shut. Okay, die Brechstange ist scheiße. Selbst wenn wir jetzt noch das andere Tanktop anziehen würden oder so, das ist sehr gering die Chance. Ich weiß nicht, ob eventuell unsere Brechstange nicht sogar noch kaputt gehen könnte. Oder wir uns eventuell noch verletzen. Deshalb möchte ich das bei so einer geringen Chance jetzt lieber nicht probieren. Ja, scheiße. Es ist aber jetzt nicht, dass eines der Kabel das hier bedient, sodass man die entfrieren könnte, oder? Two cables are plugged into the breaker box. The red one leads to the ice bear fridge and the black one to the ice cream maker nearby. Ach so, das Schwarze. Schwarze könnten wir rausziehen. Okay. Zieh das schwarze Kabel ab. Something close to you dies with a soft electric purr. Why did you do that? Doch, ich will das abtauen und dann aufmachen. Das sollte dann leichter sein, die zu öffnen. Ich habe einen Grund. Weil es schwarz ist und schwarz ist die Farbe des unermesslichen Kosmos. The lieutenant raises his brows, but doesn't say anything. The electric distribution board now has one cable missing. So, ich weiß nicht, ob ich auch die Gegensprechanlage jetzt ausgestellt habe. This orange machine is dead still. It has a hand-cranked ice cream churner and an electric freezer. The ice around it slowly melting. Also, wir haben jetzt eine höhere Chance. Also, nee, eigentlich nicht. Wir haben zwar +2 da drauf, aber die Chance ist immer noch bei 3%. Das ist einfach mit der Brechstange, es ist einfach nicht möglich. Oh, shit. Ja, okay. Frage ist, habe ich jetzt wirklich auch deren Dings ausgeschaltet? Gegensprechanlage? Wir werden sehen. Ah! Können wir jetzt immer hier durch? Ja, offensichtlich. Sehr cool. Das ist gut. Dann müssen wir nicht mehr durch den Buchladen. Das heißt, dann könnten wir auch nachts dahin schleichen und die Stiefel ausziehen. Ja, das müssen wir auch noch machen. Ich habe es nicht vergessen. Erst nochmal... Gut, Taschenlampe brauchen wir jetzt nicht mehr. Nimm das bitte. Flaschen sammeln sollte immer eine Priorität sein. Er wollte noch die Ladenbesitzerin fragen, wegen dieses Rolltors. Können wir natürlich machen. You broke down the back door, the wards, the door. It's all gone now. Dark psychic energy leeching onto my shop. Nein. Manchmal lassen sich extreme Maßnahmen nicht vermeiden. I suppose it's all over now.
I guess there's no escape. Wovon reden Sie? Es ist bloß eine Tür. Just a door? This place is cursed, Detective. They don't call it the doomed commercial area for nothing. Just look at the sheer amount of companies that have failed in this house. Es könnte an dem Kühlschrank liegen und dadurch den immensen Stromverbrauch. I hope you're happy now. Happy that you've ruined everything. Now that you've broken the door, the curse is coming to get me as well. Host Almighty, she prays, guard me and my honest business venture from the curse that lurks behind the door. Blessed be your name. Verflucht, aber ich dachte, den Fluch gäbe es nicht. Of course you didn't. You're nothing but a policeman. Niedergeschlagen zuckt sie mit den Schultern. All right. You know what? I'm willing to let you investigate the doomed commercial area. We are set on the path. There's little else to do. Ja, ich war schon drin. Her facade has dropped. Now you see the curiosity behind the fear. But before we go on, tell me, did you encounter the malignant entity? Ihre Augen verengen sich, als sie den Namen flüstert. Dem Wesen. Nein, ich glaube nicht. Yes, the malignant entity that lives inside the chimney. It takes the shape of a woman, a witch probably. I've suspected that she knows more about the curse than she lets on ever since I first saw her. Sie meinen den Kamin, der zum zentralen Heizofen gehört? Von dort habe ich Stimmen gehört. Yes, I've heard that. It's enormous. She has barricaded herself behind some metal security curtains upstairs. God knows what she's doing there. Some unnatural magic, I assume. You should go find the entity and ask what happened to all the companies in the building. And do return to me after you've talked to it. I'm quite anxious to know what she has to say about the curse. Ja, wahrscheinlich ist das einfach nur so eine alte Frau. If you're really interested in cracking this mystery, then we should go back to the furnace. Maybe you could yell into it or something. Make some noise. You'll think of something. You always do. Ja. Despite his cool, the lieutenant's interested in solving this mystery too. Ich habe noch ein paar Fragen zu dem Fluch. Okay, but please, only a few questions. You wouldn't want to disturb the spirits. Wie manifestiert sich dieser Fluch? The curse is so much worse than you could imagine. It's a disease, eating at the very foundation. Als die Frau sich in dem spärlich beleuchteten Laden umsieht, zittert sie. It's the curse of financial distress, of ruin and bankruptcy. Sie wirft erneut einen Blick auf die Vorhänge. Didn't that curtain just move? Annette hat erzählt, dass ehemalige Mieter in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind. It's not just that, officer. We're dealing with something supernatural here. It's the cacodemons, feeding off bad business practices and disappointing income statements. Die Kakodämonen. There's something wrong with this building, I can tell you. Ever since I arrived, I've sensed an eerie, lingering presence, as if I was unwanted here. Sounds familiar. Seltsam, ich komme mir auch unerwünscht vor, was das wohl bedeutet. Truly so? Perhaps the dark energies are leeching off you. You shouldn't stay in the store too long. It may be dangerous. Warum haben Sie nicht gleich gesagt, dass es um den Fluch geht? It's not good to talk about the curse, not in detail. The negativism, it's dangerous. Talking about the void wraiths angers them. Such wraiths may prove a formidable enemy. Suit up. Haben Sie sich schon mal um Hilfe bemüht? Yes, I've contacted numerous parapsychologists and even a pair of Simonese mediators. They provided me with the wards. Mit einem Nicken deutet sie auf ein seltsames käfigförmiges Objekt an den Vorhängen. The wards help to keep the doom at bay and protect us against the darkness that lies further in the building. Even though now I fear, it's not enough. Ist Ihr Anhänger auch einer dieser Talismane? Oh, this? No, it's a special Himian amulet, blessed by desert pygmy shamans, with a spell of compulsion. It's to compel people to buy books. Alles klar. There are numerous spells cast throughout the store. I had the books anointed with a different inducement spell, for example. It's guaranteed to boost sales 15%.
Was ist mit den Schutztalismanen an der Hintertür? Sind die auch seminesisch? Yes, the Simonese are very crafty and their wards are extremely powerful. Lesser wards simply won't do here. Schon gut, ich hatte noch andere Fragen. The woman looks aloof, her features much softer. Occasionally she glances at her daughter's silhouette. Okay. Also doch nochmal in den Keller. Und den Ofen untersuchen. Und vielleicht das Rolltor auch nochmal. Also wenn wir hier durch sind, gehen wir aber wirklich zur Wild Pines Frau. Oh, nein, Kim, was willst du? Vielleicht soll ich wieder die Taschenlampe ausrüsten. Ja, was denn? Yes? Willst du irgendwas? Du wolltest doch irgendwas. Habe ich das schon mal probiert? Kannst mal probieren. Warum hat das 41. Revier mich geschickt? Look at you. Ah, It's because you're a failure. They sent you to Slight, Precinct 57. ist das echt so? Ja, das ergibt mehr Sinn als die anderen Sachen, an die ich gedacht hatte. Just think about it for a second. You're a raging alcoholic who showed up 3 days late and argues with his necktie. You weren't sent here to win. Kim, und wenn mein Revier mir diesen Fall gegeben hat, weil ich ein Versager bin, quasi als Scherz? I've considered it. Sein Ton ist ernst. Dann stimmt es also. It would be immensely ugly of them, not to mention unprofessional. But I also think it's somewhat unlikely. Und warum? I checked the records. This jurisdiction dispute, who polices Martinez, reaches back to the 30s. It's as old as my station. And all this time we can't decide who gets Martinez? I think, yes, both stations would prefer a win. Ah, also sind Sie der Beste. I am the finest of nothing. Halten Sie mich wirklich für einen sicheren Kandidaten? Safe? No. But you're old. You've made it this far. Something has brought you through. We've only just started working together, so I don't know what it is yet. But it's there. Alt, das ist die Begründung. So no, I don't think they sent you as a joke. And even if they did, they are in for a surprise. He's right. There are no airtight theories, just paranoia. You've given it some thought. Now let it go. Okay. Es gibt nichts Neues. Ich weiß nicht, warum. Vielleicht stand ich an der falschen Position, jetzt wo ich ihn angesprochen habe oder so. Naja, was soll's. Wie kommen wir nochmal dahin? Den Weg vergessen. Ach, ich bin dumm. Das Rolltor war doch da. Das war doch weiter oben noch. Egal. Ofen. Erst Ofen, dann Rolltor, wie auch immer. A thick layer of coal dust covers the furnace, coloring it pitch black. Okay. Ich brülle Hallo in den Heizofen. Something breaks loose in you. A mighty bellow echoes throughout the chimney's depths. The chatter of tiny voices above suddenly cease. Then, Oh, hallo. you've awakened the entity. Hier ist die Polizei. Wer ist da?
Hello? Did you say anything? I can't hear you. Please come upstairs. There's a safety curtain on the second floor. I'll open it. Ach, diese klingt aber eigentlich sehr nett. You hear a low rumble upstairs. The sound of a curtain being pulled aside. Schau mal, nettes Wesen. After you, officer. Alles klar. Cool. Los.